Herzlich willkommen auf dem Mera Luna 2019. Ich bin Lilly Idle und ich entführe euch heute mal ein wenig. Wir machen eine kleine Backstage-Tour und gucken uns das alles mal so genau an, was da eigentlich genau passiert. Also kommt einfach mal mit. Wir befinden uns jetzt gerade hinter der Hauptbühne und wie ihr seht, ist da eine ganze Menge los. Hier treten über das ganze Wochenende über 20 Bands auf, zum Beispiel Subway to Sally, V&V Nation und ganz viele andere. Und die machen hier richtig Stimmung auf der Hauptbühne. Ich stehe jetzt gerade auf der Hauptbühne und wie ihr seht, hier ist auch ganz viel los. Hier werden das nächste Konzert vorbereitet. Da vorne warten schon die Leute auf das nächste Konzert, natürlich voller Vorfreude. Dort wird zum Beispiel gerade ein Schlagzeug aufgebaut, wird fleißig gearbeitet. Da vorne wird dann der Ton abgemischt, damit das auch alles angenehm ist für eure Öhrchen. Da hinten weiß ich nicht so genau, was da gemacht wird, aber ist bestimmt auch spannend. Ich stehe jetzt hier gerade zwischen zwei Nightlinern. In diesen Nightlinern reisen die Bands an und auch wieder ab. Meistens schon am selben Tag, am nächsten Tag müssen sie direkt wieder weiter. Also das ist hier total live on the road. Und wir haben einmal in schwarz und einmal in grau. Ich stehe jetzt hier mit Michi. Michi, was machst du? Ich bin hier Produktionsleiter auf dem Mera Luna Festival seit nun 4 Jahren. Ja, und gucke, dass hier alles so seine Dinge geht von der technischen Seite. Alles, was notwendig ist, um diesen Flugplatz zu einem Festival zu verwandeln. Und du machst es immer noch super gerne, ne? Ich mache das immer noch gerne, ja. Es ist eines der schönsten Festivals, die es gibt. Wir hätten gerne etwas mehr Zeit hier, ansonsten ist es das tollste Festival, was ich so mache, das ganze Jahr über. Genau das wollte ich hören. Okay, dann erzähl mir mal so ein paar Geheimnisse. Wie genau läuft das denn ab auf so einer Bühne? Auf was muss man alles achten? Auf der Bühne, auf alles. Also ich denke mal, dass jeder von unseren Besuchern auch privat oder sonst, wenn er nicht gerade hier ist, das Wochenende auch mal auf ein Konzert geht. Und wir haben hier quasi eine Ansammlung von 15 bis 20 Konzerten am Tag. Und da, wo man sonst den ganzen Tag für Zeit hat, da haben wir halt eine halbe Stunde. Das heißt, es muss alles super, super schnell gehen. Genau, wie man ja schräg hinter uns sieht, ne, da ist ein gewisser Aufwand dahinter. Das ist hier noch relativ überschaubar. Aber durch die Kürze der Zeit ist das eine Herausforderung, wo sehr viele Leute involviert sind und zusammenarbeiten müssen. Was würdest du sagen, sind so die Sachen, die man sich als Laie überhaupt nicht vorstellen kann, was da alles passiert? Was man sich hier im Besonderen nicht vorstellen kann, ist, dass am Mittwoch um 19:45 Uhr das letzte Flugzeug gelandet ist. Da, wo jetzt die Leute campen. Und ja, am Freitagmorgen, beziehungsweise besser gesagt am Donnerstagnacht, hatten wir das erste Wohnmobil, oder die ersten 50 Wohnmobile ungefähr bei uns zu Besuch. Also ne, das ist so die Herausforderung dieses kleinen, gemütlichen, wunderschönen Festivals, die Zeit. Klingt doch eigentlich ganz nett, ne? So, ich stehe hier jetzt gerade mit Jasper. Jasper, wo sind wir jetzt gerade? Ja, wir sind vor dem schönsten Promoters Office der Welt. Das Schönste? Was macht es so wunderschön? Also, es sieht vielleicht nicht so schön aus, aber ich arbeite immer sehr gerne hier. Okay, und was genau wird hier gemacht? Was machst du hier? Was machen andere hier? Was passiert hier? Also, es arbeiten ja sehr viele Leute hier. Ich bin der Veranstaltungsleiter. Ich leite die Veranstaltung. Ich sorge für Sicherheit, beziehungsweise ich sorge dafür, dass alle Leute, die hier arbeiten, gemeinsam Sicherheit gestalten. Ich sorge dafür, dass die Abläufe stimmen. Und neben mir, da auf der anderen Seite des Gebäudes, das ist die Produktion. Alles Organisatorische kommt hier in dieses schönste Produktions- und Promoters Office der Welt zusammen. Ich zeige euch mein schönes Büro. Jasper führt uns jetzt hier ein bisschen mal durch. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ist es nicht schön? Hier passiert. Ich habe im Moment nicht so viel zu tun. Das heißt, das Festival läuft richtig gut. Mein Rechner ist sogar zugeklappt. Das bedeutet, das Festival läuft richtig gut. Es macht richtig viel Spaß und ich habe nicht so viel zu tun. Und deswegen bin ich jetzt hier mit dir. Fantastisch. Das ist doch mal Quality Time, würde ich mal sagen. Endlich. Ich zeige euch jetzt mal einen ganz besonderen Ort. Wir sind jetzt im Artist-Bereich. Und hier gucken wir uns jetzt mal so von außen ein paar Kabinchen an. Hier bereiten sich die Bands vor. Viele kennen sich ja auch untereinander. Das heißt, die treffen sich ja hier auch mal wieder alle. Und jetzt gucken wir uns einfach mal ein bisschen um, wo überall die Kabinen sind. Wo sind denn die ganzen Artists? Hier sind sie. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel Sündenklang und Stahlmann. Die sind jetzt Stahlmann, weißt du Bescheid.
Und wir schauen uns jetzt nochmal an, wie so eine Kabine eigentlich von innen aussieht. Also gehen wir mal durch die Tür Nummer 1. Hallöchen! Ich möchte von dir wissen, macht's dir hier Spaß auf dem Mera Luna? Ja, voll macht es Spaß. Ja? War eine super Show. Wir treffen ganz viele Leute, die wir ewig nicht gesehen haben und nee, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Also würdest du auf jeden Fall nochmal herkommen? Ja, weil nur hier gibt's echte Feen. Nur hier gibt's echte Feen mit echtem Glitzer. Was würdest du sagen, wie läuft denn so ein typischer Tag ab, wenn du hier bist? Ja, man kommt erstmal an und trinkt man erstmal einen Kaffee und dann frühstückt man und dann baut man auf. Und das heißt, die Crew baut auf, das heißt, eine Crew dabei, die ganzen Instrumente, das Ganze, was überhaupt abläuft, zur Bühne transportiert. Dann wird ein Soundcheck grob gemacht. Ja, und dann wartet man und dann feiert man. Und dann wartet man wieder und dann kommt irgendwann die Show und dann darf man feiern. Okay, und wie genau füllt ihr die Zeit, in der ihr warten müsst? Na, bei uns ist ja erstmal so, wir haben ja auch so ziemlich viel zu tun. Dann kommt das Make-up, dann sind zwischendurch Interviews, dann hat man verschiedene Verabredungen, weil man ja die Jungs oder die anderen Bands halt ewig nicht gesehen hat. Und ja, so kriegt man die Zeit ganz gut rum. Schminkst du dich denn selbst oder macht das jemand für dich? Nee, wir haben tatsächlich 2 Mädels dabei, die Jungs halt schminken. Und ja, das wird vorher ausgearbeitet und dann machen die ihren Job. Gefällst du dir in Make-up? Selbstverständlich. Gefällst du dir im Make-up? Ich bin ungeschminkt. Wenn ich mich mal schminke, dann tatsächlich, ich fühle mich irgendwie besser. Das verstehe ich. So geht mir das auch. Was würdest du sagen, darf überhaupt nicht fehlen in so einem typischen Backstage-Bereich? Getränke auf jeden Fall, viel zu essen und auf jeden Fall trinken ist ganz wichtig. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass wir zusammen halt Spaß haben können. Und das ist das Hauptding hier überhaupt. Ich stehe jetzt hier gerade mit Steffen. Was würdest du sagen, sind so die typischsten Wünsche von Bands, die du so bekommst? Also ganz oft und häufig wird natürlich nach den Handtüchern für die Dusche gefragt, die wir hier deponiert haben. Genauso wird auch immer gerne mal gefragt, wo ist eigentlich das, was wir an Getränken bestellt haben, was wir gerne bei uns hätten. Gab es mal so einen richtig seltsamen Sonderwunsch? Heute war es ganz interessant, dass man zum Beispiel mal zur Behaglichkeit ein größeres Sofa brauchte. Wir haben das organisiert, aber nicht durch die Tür bekommen. Und da muss es halt über das Dach sozusagen reingehoben werden. Und das sind so die kleinen Experimente, die es auch mal spannend machen. Okay, das klingt natürlich super. Okay, vielen Dank dir, Steffen. Hier wird geschlemmt. Hier ist das Artist Catering. Hier können die Bands ein bisschen Kräfte sammeln und sich ein bisschen stärken für ihren großen Auftritt. Und wie ihr seht, ist hier natürlich auch eine ganze Menge los, weil so ein Auftritt macht hungrig. Wie ihr an diesem Wahnsinnsausblick erkennen, können Sie mir jetzt gerade auf dem Tower, den man immer sieht, überall auf diesem Gelände. Und wir stehen jetzt hier und ich möchte dich mal fragen, was macht ihr hier oben eigentlich? Ja, hier oben ist unsere Einsatzleitung für den Festivalzeitraum. Und der Vorteil ist natürlich, wir können erstmal alles überblicken. Wir sehen, wenn irgendwo Notfälle sind, wenn es irgendwo raucht, falls es brennen sollte. Das ist natürlich der Vorteil, den wir hier oben haben. Und von hier oben koordinieren wir im Prinzip alles, was die Feuerwehr so hier auf dem Gelände macht. Würdest du sagen, dass das Mera Luna Publikum in der Regel eher ruhig ist und ein bisschen entspannter oder schon ganz schöne Rabauken? Ruhig, definitiv ein sehr ruhiges Publikum. Sehr ausgefallene Gestalten, die man hier sieht, aber immer äußerst friedlich, wenig los, was hier passiert. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern von Seiten der Feuerwehr. Ja, wir sehen frech aus, aber wir sind eigentlich total brav. Was ist deine Aufgabe speziell? Ich bin hier der Einsatzleiter jetzt heute Nachmittag. Wir haben das aufgeteilt in 2 Schichten und von 16:30 Uhr bis Bühnenende passe ich hier auf und koordiniere alles. Und wenn du dann gerade mal so ein kleines Päuschen hast, guckst du mal da runter und guckst dir die Main Acts an, ne? Absolut, ich gucke da alles an, die Leute, die Bühnen, ich höre gerne zu, bin selber Musikfreund und Festivalgänger im Privaten, von daher ist das auch ein schöner Job hier. Aber das Mera Luna ist natürlich dein absolutes Lieblingsfestival, oder? Selbstverständlich. Danke dir, gerne. Vielen Dank. Das war's jetzt auch schon wieder mit unserer Tour. Ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend wie ich. Und wir haben natürlich super viele Eindrücke hier gesammelt und ganz viel sehen können. Und hoffentlich sehen wir uns dann auch nächstes Jahr wieder bei dem Mera Luna 2020. Bis dahin.